650 Kilometer, 4 Länder, 3 Klimazonen, 2 Gebirgspässe und eine Schnapsidee. Mit dem Rad über die Alpen. Nochmal einen schönen guten Morgen aus Augsburg. Wir sind jetzt schon ein kleines Stück auf der Maximilianstraße entlang gefahren, am Stadtpalais der Fugger vorbei. 1515 von Jakob dem Reichen erbaut als Schauplatz des Finanzimperiums des Mittelalters. Hinter mir sieht man jetzt den zweiten Monumentalbrunnen, von dem ich gestern schon erzählt habe. Das ist der Herkulesbrunnen. Und man sieht, wie Herkules der Hydra die Köpfe abschlägt, als Zeichen der Macht über Wasser und Feuer. Und ganz hinten sieht man jetzt schon die Kirche St. Ulrich und Afra. Seit 1937 ist sie eine päpstliche Basilika. Und ganz besonders interessant ist, dass der Zwiebelturm zum Vorbild für alle barocken Kirchen in Bayern wurde. So, du wunderschönes Augsburg, beziehungsweise wie hier auch gesagt wird, Augsburg. Wir verlassen deine wunderschöne Innenstadt und fahren in deinen Stadtpark. Oder auch Siebentischpark, beziehungsweise später übergehend in den Siebentischwald. Es wird also grün. Ich glaube, es muss mal so langsam anhalten, weil hier, guck mal, siehst du das? Da ist alles voller Dichtmilch schon. Alles schon voll. Irgendwo ist ein größeres Loch.
wo im Moment ganz viel Dichtmilch ausströmt. Das müssen wir uns mal kurz trocknen lassen. Und da steht ein Markus. Boah. Ein riesengroßes Loch. Guck mal, wenn ich das jetzt davor halte, da. Mhm. Ja, das ist klar, dass das die Dichtmilch nicht hinkriegt. Wie geht sowas, ey? Unglaublich. So, und was machen wir, wenn die Dichtmilch das nicht mehr schafft? Machen wir so einen Plug rein. Wir machen einen Plug rein. So sieht das Ding aus. Und das wird jetzt da durchgestochen und dann soll es fest sein. Ne? Ich glaube, das Ding hier, das verbleibt dann da drin. Oh, das ist auch ganz klebrig. Den Nagel rausmachen. Wir wissen nicht, wo ein Nagel ist. Dann, ich weiß nicht, was das heißt hier mit dem Drehen. Einmal reindrehen mit dem Ding, damit das sauber ist, glaube ich. Ach so, okay, sollen wir das machen? Machen wir mal. Und dann die Wurst reinschieben. Und dann soll das irgendwie halten. Ja. Wollen wir mal hoffen. Und die Dinger, die fahren sich dann während der Fahrt ab und dann dichtet das ab. Mal gucken. Wollen wir hoffen, dass es klappt. Jetzt kommt mal ein kleiner Gruß an Dan von Enjoy Your Bike. Wir gucken deinen Kanal ja auch regelmäßig, na fast regelmäßig, muss man sagen. Aber du hast immer wundervolle Videos mit dabei, wie zum Beispiel einmal, als du versucht hast, einen Reifen kaputt zu kriegen. Oder mehrere, um die Dichtmilch zu testen, was nicht funktioniert hat. Wenn du also mal jemanden zum Testen brauchst, bei dem das auch wirklich klappt, der wirklich einen Reifen kaputt kriegt, sag uns Bescheid. Wir sind Experten da drin, wir kriegen jeden Reifen platt. Und übrigens, dieses Ding, was wir da gerade reingestochen haben, das scheint den Defekt echt abgedichtet zu haben. Ich will es nicht beschreien, ich habe ja bei der Dichtmilch auch schon gesagt, es funktioniert. Aber das war echt ein riesengroßer Riss. Und bis jetzt sieht es gut aus. So, ich weiß gar nicht, wir sind glaube ich immer noch im Stadtpark. Fahren gleich an Hauenstetten vorbei, über den Lochbach und dann zum Lautersee und Ilsesee. Oh. Und es ist mal wieder traumhaft hier. Richtig schön. Oh, guck dir das an. Und Gravel. Oh, wow! Unglaublich genial. Richtig warmes Wasser. Es ist leicht abfällig ins Wasser rein. Einer der besten Badeseen hier in Augsburg. Hammer!
nächste Meilenstein in Königsbrunn mit Infotafel. Gravel. Da ist die nächste Abkühlung. Okay, deutlich kälter als der See. Und wer richtig kneipt, der macht es erstens barfuß und zweitens immer das Bein oder den Fuß komplett aus dem Wasser rausheben und dann wieder rein. Das tat richtig gut. Der Maibaum in Obermeitingen. Das ist richtig süß hier. Die Häuser haben kleine hölzerne Fensterläden. Das ist einfach typisch bayerisch. Herrlich. Und die Leute sind sehr, sehr freundlich hier. Alle grüßen ganz höflich. Das ist ganz toll. Immer noch ein tolles Erlebnis. Auch an Tag 2. So, jetzt geht's nach Hurlach. Und in Hurlach fahren wir gleich an dem Schloss Hurlach vorbei. So. Befürchte zum Schloss. Geht's da auch? Müssen wir da hoch? Und der Biergarten ist zu, oder? Das sieht so aus. Wir gehen das sogar zum Schloss hoch. Okay. Betonung liegt auf gehen. Naja, die Anfänge, ne? Nein! Ernsthaft? Doch. Oh, wie cool ist das denn? Nein, die Alpen, die Alpen, die Alpen! Oh, gucke mal. Ein Radelrastplatz mit Via Claudia Info. Gehen wir doch mal ganz kurz gucken. Oh, es gab auch Ausgrabungsstätten in Iglingen. So, wir fahren weiter auf die Alpen zu.
Ich hoffe, man konnte das eben gut erkennen. Ich werde versuchen, in der Nachbearbeitung das irgendwie groß zu zoomen. Beziehungsweise ich habe es ja für euch schon groß gezoomt. Aber also das war gerade echt unglaublich. Plötzlich siehst du da Berge. Und was für Berge! Mann, Mann, Mann. Jede Autobahnbrücke ist da ein Schiss dagegen. Oh oh. Ach ja, guck mal. Noch ein Schloss, das Schloss Igling. Ja, so viel Schloss erkennt man jetzt nicht. Aber ich kann euch sagen, dass es aus dem Jahr 1215 stammt. Und dass da jetzt mittlerweile ein Hotel drin ist und ein Restaurant. Und sogar ein Golfplatz. Also drumherum ist eine schöne 9-Loch-Golfanlage, die wohl sehr, sehr gut sein soll. Wir waren gerade, ich glaube es hieß noch Unter-Igling, in einem ganz tollen Café bzw. einer Bäckerei. Und die Verkäuferin, die war so süß. Die hat so einen schönen Dialekt gehabt. Also wie alle hier, ne? Aber ich liebe diesen Dialekt. Das ist Urlaub, das ist Herzlichkeit, das ist Gastlichkeit. Also das war... Ach, da geht einem das Herz auf. Sehr, sehr schön. Wir haben gleich noch einen spannenden Tag. Wir werden uns von der Anspannung entspannen. Und dann müssen wir heute das Zelt richtig abspannen, denn es droht Gewittergefahr. Damit wir nicht in der Nacht verspannen. Genau. Und wir hoffen, dass da kein Spanner ist. Mann, ist das spannend. Mann, total spannend heute. Landsberg am Lech. 4 Kilometer. Wir fahren durch Landsberg nachher durch, suchen uns nochmal einen Fahrradladen, damit wir neue Dichtmilch kaufen können. Und dann bleiben wir einfach in Landsberg. Da ist ein schöner Campingplatz, den nehmen wir. Wir fahren nicht mehr weiter, denn der nächste Campingplatz wäre dann erst wieder, ich glaube irgendwie am Lechsee oder so. Also nochmal 60 Kilometer weiter. Wir haben gleich 2 Uhr. Nö, das machen wir nicht. Wir machen das heute, wie eben gesagt, mal schön entspannt. Und morgen geht es dann weiter. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja morgen sogar bis Füssen. Zumindest bis zum Forgensee. Sollten wir schaffen. Hoffentlich. Wir sind jetzt übrigens nicht mehr auf der offiziellen Via Claudia Augusta, sondern auf dem Abstecher nach Landsberg. Und links von uns ist die Welfenkaserne. Ziemlich groß. Da sind wir, Landsberg am Lech. Das ist die Dreifaltigkeitskirche mit dem alten Friedhof, mit teilweise noch historischen Grabmalen. Toll, ne? Ja. Oh. Wow. Das ist das Sandauer Tor von 1630 in der nördlichen Stadtbefestigung. Und direkt vor dem Sandauer Tor Faber, ein Treckladen. Und da kriegen wir hoffentlich unsere Dichtmilch. Ganz kurz, bei dem Cube ist ein Blumendienst. Ja, kann man es erkennen? Da.
Ja, ich habe es fast befürchtet. Jetzt ist es das erste Mal wahr geworden und warm geworden. Und zwar das Handy ist warm geworden. Ja, jetzt kann ich erstens nicht mehr navigieren und zweitens sehe ich nicht mehr, was ich mir alles bei Komoot gehighlightet habe, damit ich es euch erzählen kann. Scheiße. Ich würde sagen, da vorne ist ein kleiner Schattenplatz. Da gehen wir jetzt hin, setzen uns kurz in den Schatten, lassen das Handy abkühlen und dann geht's weiter. Ist ja nicht mehr weit bis zum Campingplatz, ne? Kaum in den Schatten des Bauzauns gestellt, funktioniert das Handy wieder und damit auch die Navigation. Schatz, hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, essen zu gehen bzw. ein Aperol zu trinken. Hast du schon einen Favoriten? Nein, du? Ich weiß es noch nicht. Also wenn wir da vorne in die Gasse gucken, da ist was, aber da sitzen wir in der Sonne. Da, wo wir eben hergekommen sind, aus der Gasse da saß man im Schatten, da war es auch ein bisschen kühler. Und dann gibt es da drüben um die Ecke auch noch was. Wir stehen hier auf dem Domvorplatz in Landsberg am Lech. Eine Stadt in Oberbayern mit ungefähr 30.000 Einwohnern. Laut Deutschen Wetterdienst zählt sie zu den sonnigsten Städten Deutschlands, wie man sieht. Sie hat übrigens auch noch eine fast vollständig erhaltene Stadtmauer mit schönen Wehrtürmen. Und jetzt geht es zum Aldi einkaufen und dann zum Campingplatz. Heute Nacht ist übrigens Gewitter angesagt, ordentlich Regen. Mal gucken, ob das Zelt hält. Beziehungsweise der schöne Turm aus dem 15. Jahrhundert. Schmalzturm heißt er übrigens deswegen, weil früher die Marktfrauen, die hier den Schmalz verkauft haben, sich dann runtergestellt haben in den Schatten des Turms, damit das ganze Schmalz nicht geschmolzen ist.
Die Dachziegel sind übrigens in den Farben der Stadt gehalten. Landsberg am Lech. Ne? Berg. Was freue ich mich auf die Alpen. Hinter dir ist übrigens das Bayerntor. Ein weiteres Tor der Stadtbefestigung. Schöne Sachen gekauft. Guck mal. Für morgen früh, damit ich nicht wieder einen Kreislaufkollaps kriege. Und das ist alles für heute. Und weil Markus gesagt hat, dass er bis Verona kein richtiges Bier mehr trinken wollte, obwohl wir in Bayern sind, gibt es sowas Ähnliches. Alkoholfrei. So. Es fängt schon wieder an zu regnen. Habe ich schon erwähnt, dass Landsberg am Lech laut deutschem Wetterdienst zu den sonnigsten Städten Deutschlands zählt? Noch etwas mehr als 1 Kilometer bis zum Campingplatz. Und da vorne ist ein anderer Radreisender. Den kriegen wir noch. Alter, ich hoffe, das ist ein E-Bike-Fahrer. Ich gebe Gas, die Sau. Oh. Gerade noch rechtzeitig vor dem nächsten großen Regenschauer haben wir das Zelt aufgebaut gekriegt und Markus will schon wieder was von da draußen. Das Problem ist, dass das Zelt von innen noch nass war, weil wir zu faul waren, es mal irgendwann zwischendurch rauszuholen und zu trocknen. Ja, Jetzt musste ich gerade mein schönes Duschhandtuch opfern und das Zelt so manuell trocken kriegen. Tja. Und jetzt gucken wir mal, wie wasserdicht das Decathlon-Zelt wirklich ist. Und vor allem bin ich gespannt auf heute Nacht, wo es derbe regnen, stürmen und gewittern soll. Das wird lustig. Unser Abendessen. Und unser Frühstück morgen. Und da gibt es gleich Kaffee. Alles im Wohnzimmer. Genau, denn da ist das Schlafzimmer. Der Kerl hat gekleckert. So ein Scheiß, das war der Mais. Was? Irgendwas. Hast du gerade Das ist Christian. wie du unterwegs Christian ist Radreisender. Warte.
Und das ist der Christian. Hi Christian, Hallo. Wir haben dich mit Mühe und Not überholt heute. Oh. Ja, richtig. Hätte ich einen Rückspiegel gehabt, wäre euch das nie geglückt. Das befürchte ich allerdings auch. Christian ist auch auf der Via Claudia unterwegs, allerdings viel schneller als wir. Ne? Na, das werden wir erstmal sehen. Bis zum ersten Platten, dann holen wir ihn wieder ein. Weiß ich noch nicht. Okay, noch aber, gab es ja keine Berge. aber du fährst auch komplett, also zumindest bis Verona oder zum Gardasee, Ja, ne? genau. Wahnsinn. Und warum fährst du alleine? Weil niemand so blöd war, um mit mir mitzufahren. Ich habe wirklich einige Leute gefragt und niemand war... Alle haben sie gesagt, so, wie mit dem Fahrrad. Ja, genau das, ja. Okay. Ja, das tut mir sehr leid für dich, Christian. Die Standardausrede, die war, nach 10 Kilometer tut mir der Popo weh. Und ich kann keine, wie viel sind es nach Verona? 700 oder irgendwie 700 Nee, bis Ostila sind 700, ne? Genau, Nach Verona sind dann... nur 650. Ja, Okay, also... scheiß Ausreden, echt. Ja. So, auf die Ausreden, ein Schnitzel. Ja, Wo gibt es das? im Schnitzelhaus. Jawohl, passenderweise heißt dieser Campingplatz auch Schnitzelhaus. Und da gibt es ein Schnitzelhaus und da geht's jetzt hin. Es regnet. Markus, es geht los. Ne? Guck nur. Stimmt. Der erste Donner. Wie spät haben wir? 22:11 Uhr. 22:11 Uhr. Ja, 22 Uhr war angesagt, ne? Voll der Mega-Regen. Warte, was? Achso, ich blende sie dann ein. Also jetzt erst reinstechen, sauber machen nochmal. Und wenn du das Loch schon klar siehst, brauchst du es nicht mehr. Traust dich nicht? Nee, ich habe Schwierigkeiten, das Loch richtig zu sehen. Die Sonnenbrille vielleicht mal abnehmen, Schatz. Ja, beziehungsweise vielleicht mal. Soll ich es nochmal nach unten drehen, damit du siehst, wo es rauskommt? Oder? Also im Moment ist es dicht. Ich drücke und da passiert gar nichts. Ich habe ja noch nicht was mehr, ein Luftzug und nix. Ja, aber wir haben ja eben gesehen, dass es immer wieder passiert, Schatz. Ja, aber so weiß ich nicht, Ja, wo das dann Loch drehst du ist. nochmal nach oben, Panther. Vorführeffekt hier. Achso, nee, Schatz, ich heb eben hoch. Ja. Du musst das Rad rein. Okay. Ah, jetzt kommt was. Ja, das hat ja geholfen. Wie soll das denn gehen? Rein. Und dann? So, anscheinend. Jetzt ernsthaft? Pump mal auf, das wird mich ja jetzt interessieren. Eigentlich soll da ein Stück rausgucken. Nee. Doch. Pump
kommt da noch nichts mehr, weil da... Guck mal auf. Eigentlich muss ein Stück rausgucken. Ja. Wenn du ihn nur reinschiebst und abziehst, Ja. dann bleibt er ja drin. Ach so, stimmt. Okay. Pump trotzdem mal. Ich dachte, da hätte ich mich fast umgehauen. Das haben wir alle gesehen. Ja, das ist schön. Oh, und da sind Rehe. Wahrscheinlich natürlich wieder viel zu weit weg für die GoPro. Nadine und du. Hallo Magdalena. Wir sind in Landsburg am Lech immer noch. Scheiße, Landsberg. Entschuldigung. Okay, nochmal. So ein schönes Bild. Was? Irgendwas. Hast du gerade mal, Das ist weil du Christian. hier bist, wie du unterwegs Christian ist Radreisender. Warte. Ganz da hinten ist die Iglinger Dorfgeschichte. Aber vielleicht sollte man da lieber nicht hingehen. Denn das hier wird schon seinen Sinn haben. Das ist typisch deutsch, ne? Nein, da ist ein rot-weißes Flatterband, da gehe ich nicht lang. Ja, ich gehe da auch nicht lang.